Jonas und Mia diskutieren, ob es besser ist, Zeit offline zu verbringen oder Videospiele und Online-Aktivitäten als Freizeitbeschäftigung zu nutzen. Mia, wenn ich ehrlich sein darf, finde ich, dass wir heutzutage viel zu viel Zeit online verbringen. Meiner Auffassung nach sollten wir öfter offline sein. Das kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, aber ich bin der Meinung, dass Online-Aktivitäten auch entspannend sein können. Insbesondere Videospiele bereiten mir großen Spaß. Ganz deiner Meinung, Videospiele können spannend sein. Trotzdem neigen viele dazu, Stunden damit zu verbringen und dabei ihre sozialen Kontakte zu vernachlässigen. Da muss ich dir allerdings widersprechen. Videospiele können durchaus sozial sein, vor allem wenn man mit Freunden oder in Online-Communities spielt. Das ist nicht von der Hand zu weisen, aber es ist nun mal nicht dasselbe, wie sich persönlich zu treffen. Manchmal tut es einfach gut, an die frische Luft zu gehen. Allerdings kann nicht jeder regelmäßig raus, sei es aus Zeitmangel oder weil man in einer Großstadt wohnt. Das lässt sich nicht leugnen, aber wir sollten trotzdem bewusst versuchen, unsere freie Zeit auch offline zu gestalten. Da bin ich ganz deiner Meinung. Doch für viele ist die Online-Welt eine Art Flucht aus dem stressigen Alltag. Das kann ich nachvollziehen, aber meiner Ansicht nach braucht man dennoch einen Ausgleich im realen Leben, um nicht vollkommen abzuschalten. So sehe ich das auch. Wahrscheinlich liegt die beste Lösung darin, ein gesundes Mittelmaß zwischen Online- und Offline-Aktivitäten zu finden. Genau, es geht nicht darum, das eine zu verteufeln und das andere in den Himmel zu loben. Ganz richtig. Nur fällt es manchmal schwer, diese Balance konsequent einzuhalten. Da sprichst du einen wunden Punkt an. Vielleicht könnten wir uns gegenseitig daran erinnern, öfter offline zu sein. Das wäre ein guter Ansatz. Wir könnten beispielsweise gemeinsame Unternehmungen planen, um weniger Zeit vor dem Bildschirm zu sitzen. Absolut. Schon ein Spaziergang oder ein gemeinsames Kocherlebnis kann helfen, den Kopf freizukriegen. Den Nagel auf den Kopf getroffen. Trotzdem sollte man die Vorteile von Online-Aktivitäten nicht ausblenden. Es gibt viele kreative Spiele und Lernplattformen, die uns weiterbringen können. Das steht außer Frage, aber man muss aufpassen, nicht zu viel Zeit zu investieren. Es besteht immer auch die Gefahr, in eine Art Sucht zu geraten. Da sprichst du etwas Wichtiges an. Insbesondere Kinder und Jugendliche brauchen Anleitung, damit sie ihre Bildschirmzeit im Griff haben. Genau. In dieser Hinsicht sind Eltern gefordert, ein gutes Vorbild zu sein und klare Regeln zu setzen. Da kann ich dir nur zustimmen. Oft sind aber auch Erwachsene kein Stück besser. Man sieht sie ständig auf ihr Handy starren. Da sagst du was. Vermutlich bräuchten wir alle mehr Aufklärung darüber, wie wir Technik bewusst und maßvoll nutzen können. Ganz genau. Jeder Einzelne hat die Verantwortung, sich selbst zu kontrollieren und Prioritäten zu setzen. Volle Zustimmung. Apropos Offline-Zeit. Was machst du eigentlich, um abzuschalten? Ich lese gerne Bücher oder gehe spazieren. Gleichzeitig verbringe ich aber auch nicht zu knapp Zeit in sozialen Netzwerken. Und du? Ich versuche viel Sport zu treiben und zu kochen. Nichtsdestotrotz spiele ich ab und zu mal Videospiele, wenn ich Lust habe. Das klingt nach einer ausgewogenen Mischung. Vielleicht sollten wir mal etwas zusammen offline unternehmen, sozusagen als gegenseitige Motivation. Klingt hervorragend. Wie wäre es, wenn wir am Wochenende eine Wanderung machen? Perfekt. Das wäre ein willkommener Tapetenwechsel, um komplett abzuschalten. Genau. Und wer weiß, vielleicht inspirieren wir damit sogar andere, ihr eigenes Nutzungsverhalten zu überdenken. Das wäre wünschenswert. Manchmal genügt schon ein kleiner Anstoß, um eine große Veränderung anzustoßen. Ganz meine Rede. Letztendlich kommt es darauf an, die Freizeit sinnvoll zu gestalten, ganz gleich ob online oder offline. Eben. Und wenn man beides in vernünftigen Maßen genießt, hat man das Beste aus zwei Welten. Genau auf den Punkt gebracht. Dann steht unserem Offline-Abenteuer am Wochenende wohl nichts mehr im Wege.
Abgemacht. Ich freue mich schon auf die gemeinsame Zeit in der Natur. Clara und Felix diskutieren, ob individuelle Entscheidungen oder politische Maßnahmen wichtiger für den Umweltschutz sind. Felix, ich habe heute eine Dokumentation über den Klimawandel gesehen. Das hat mich wirklich nachdenklich gemacht. Das glaube ich dir. Aber mal ehrlich, glaubst du wirklich, dass wir als Einzelpersonen etwas bewirken können? Selbstverständlich. Meiner Meinung nach hat jeder von uns eine Verantwortung. Wenn wir alle kleine Änderungen machen, kann das zusammen einen großen Unterschied bewirken. Du hast in gewisser Weise recht, aber ich vertrete die Ansicht, dass die großen Veränderungen von der Politik kommen müssen. Mit ein paar Kleinigkeiten alleine retten wir die Welt nicht. Das sehe ich anders. Man muss doch irgendwo anfangen. Wenn alle nur warten, dass die Politik etwas tut, passiert am Ende gar nichts. Das ist ein Argument, aber sieh dir mal die Industrie an. Die verursacht so viele Emissionen, dass unsere individuellen Maßnahmen kaum ins Gewicht fallen. Könnte schon sein, aber wenn die Menschen nachhaltiger konsumieren, müssen sich Unternehmen anpassen. Angebot und Nachfrage, das wissen wir alle. Allerdings halte ich es für effektiver, wenn die Politik strengere Regeln einführt. Ohne Vorschriften machen viele Unternehmen einfach weiter wie bisher. Ich respektiere deinen Standpunkt, aber viele Unternehmen ändern sich, weil Konsumenten es verlangen. Man kann zum Beispiel den Boom nachhaltiger Produkte beobachten. Das ist natürlich richtig, dennoch sind nachhaltige Produkte oft teurer. Nicht jeder kann es sich leisten, immer in Grün zu kaufen. Daran ist was dran, aber wir können trotzdem bewusster konsumieren. Man muss nicht immer das neueste Handy oder die neueste Kleidung kaufen. Da hast du recht, aber ich frage mich, ob das alles reicht. Ohne globale Maßnahmen bleiben unsere Bemühungen klein. Sicherlich braucht es auch die Politik. Dennoch reagiert sie oft erst, wenn die Bevölkerung Druck macht. Schau dir Proteste wie Fridays for Future an. Das ist ein gutes Beispiel. Aber hast du den Eindruck, dass solche Proteste langfristig wirklich etwas verändern? Unbedingt. Sie schaffen Bewusstsein und zwingen die Politik zum Handeln. Ohne diese Bewegungen wäre Klimaschutz nicht so präsent. Da ist etwas Wahres dran. Aber viele Menschen glauben, sie müssten perfekt sein, um etwas Gutes zu tun. Dadurch fühlen sie sich oft überfordert und machen gar nichts. Das darf nicht sein. Es geht nicht um Perfektion, sondern darum, bessere Entscheidungen zu treffen. Jeder kleine Schritt ist besser als gar keiner. Das klingt vernünftig. Was machst du denn konkret, um nachhaltiger zu leben? Also, ich versuche weniger Plastik zu verwenden, öfter mit dem Fahrrad zu fahren und regionale Produkte zu kaufen. Und du? Ich achte darauf, Energie zu sparen und trenne meinen Müll. Aber manchmal frage ich mich, ob das wirklich einen Unterschied macht. Ich bin fest davon überzeugt, dass es das tut. Stell dir vor, alle würden so denken und aufhören, etwas zu tun. Das wäre fatal. Da hast du einen Punkt. Vielleicht sollte ich auch meinen Fleischkonsum reduzieren. Man hört ja oft, dass das ein großer Faktor ist. Absolut. Aber es muss nicht sofort eine komplette Umstellung sein. Schon ein paar fleischfreie Tage pro Woche können eine Menge bewirken. Das kann ich mir vorstellen. Ich werde das mal ausprobieren. Finde ich klasse. Jeder kleine Schritt zählt. Zusammen können wir viel erreichen. Da stimme ich dir zu. Vielleicht sollten wir wirklich mehr über unsere Möglichkeiten nachdenken, anstatt nur auf die Politik zu warten. Genau. Nichtsdestotrotz brauchen wir politische Maßnahmen, damit auch die Industrie in die Pflicht genommen wird. Das sehe ich ganz genauso. Es ist ein Zusammenspiel aus beidem. Richtig. Es lässt sich nicht abstreiten, dass wir gemeinsam, Politik und Gesellschaft, Großes bewirken können. Dann lass uns beide unser Bestes tun. Man weiß nie, wen wir damit inspirieren können. Ganz genau. Jeder fängt im Kleinen an, und das kann Großes bewirken. Danke dir, Clara, für das Gespräch.
Ehrlich gesagt hat es mir die Augen geöffnet. Gern geschehen. Wir können die Welt verändern, Schritt für Schritt.